Wir feiern 20 Jahre Habit und damit eine gelebte Vielfalt, unseren Pioniergeist und das gemeinsame Wachsen. Gabriele Hetzmanns-Eder ist ehemalige Geschäftsführerin von Habit. Mit ihrer Weitsicht, ihrem Feingefühl und viel Engagement hat sie mitgeprägt, was Habit heute ist. Im Interview blickt sie zurück auf die Anfänge, auf Herausforderungen und auf das, was unser Miteinander damals wie heute ausmacht. Ja, Habit ist schon ein Stück Familie, also ist nicht im eigentlichen Sinn natürlich, aber Habit ist, da komme ich her und fühle mich wohl mit den Menschen und es ist einfach, ich bin natürlich auch stolz drauf, weil ich es mit definieren und mitprägen durfte. Und für mich ist Habit auch ein tolles Beispiel, was möglich ist in Wien. Also mir ist es sehr bewusst, dass das jetzt nicht überall umsetzbar gewesen wäre. Und ich finde es, für mich ist es eine Freude. Habit ist immer eine Freude für mich. Der Auftrag von Habit war ja, die Ausgliederung zu begleiten von den Leuten, die auf den Behindertenstationen in der Vinzentgasse waren. Im Laufe dieser fast 4 Jahre davor erfolgte die Begleitung in Gemeinwesen integrierte Wohngemeinschaften und die Errichtung von Tagesstrukturen, die Lomhauerngasse und auch die Maria-Recker-Gasse, das Internet-Tageszentrum. Und diese Begleitung war fast abgeschlossen, als ich kam. Es war aber eine Pionierphase, also es war alles sehr pionierhaft. Und mein Auftrag war eben dann, ein bisschen Struktur reinzubringen, Konzepte, die für alle verbindlich sind und eben das Ganze zu professionalisieren ein Stück. Habit war in Wirklichkeit wirklich Vorreiter, wenn es um die Begleitung ging, um die Ausgliederung der Menschen von diesen stationären Strukturen zu den Wohngemeinschaften. Es war ein Trend, den es schon gab zwar, aber nicht mit Menschen, die so viel Unterstützungsbedarf hatten. Die Menschen, die bei Habit wohnen, brauchen sehr viel pflegerische Unterstützung, aber auch natürlich gleichzeitig der Auftrag, ganz normal zu wohnen, mit Tagesstruktur, mit Urlaub, also einfach ein normales Leben zu führen. Und diese Verbindung quasi im Zusammenhang mit sehr hohem pflegerischen Unterstützungsbedarf, das war neu. Und das ist auch nach wie vor nicht selbstverständlich in Österreich. Und diese Aufgabenstellung oder diese Herausforderung prägte Habit sehr, weil es eben beide Seiten brauchte, auch von den Kolleginnen, die Menschen begleiten vor Ort. Es braucht diese sozialpädagogische Kompetenz, weil es ja auch manchmal um Verhaltensthemen geht, und es braucht auch die pflegerische Kompetenz. Und das war sicher ein Faktor, der bis heute wirksam ist, dass es ein gutes Miteinander braucht, um dieses Ziel der Integration, der Teilhabe für die Menschen gut zu ermöglichen. Was ich immer besonders berührend empfand, war, wenn eben sichtbar war, dass alle in der Organisation bis zum Institutsdirektor sich dafür einsetzen, zum Beispiel, dass eine Bewohnerin in Clementinum bleiben kann, auch wenn sie so einen umfassenden Unterstützungsbedarf, pflegerischen Unterstützungsbedarf hat, dass es eigentlich nicht mehr ginge. Aber hier wirklich besondere Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie bleiben kann, dass sie hier in ihrem gewohnten Umfeld bleiben kann. Und das war wirklich Einsatz sozusagen über alle Ebenen. Und das, finde ich, macht so menschlich und also das finde ich besonders schön. Und auch wenn ich dann mitbekommen habe, dass eben über UK Kundinnen wirklich so selbstbestimmt teilweise äußern können, was sie wollen und das dann auch umgesetzt wird. Wir haben einmal dieses Projekt gemacht mit den Herzenswünschen für die Menschen und da hatten wir Unterstützung durch den Rotary Club und da war es eben möglich, also
dass wirklich Herzenswünsche wie einmal mit dem Motorrad fahren und so. Also, dass das umgesetzt wurde und das ist einfach, mir hat mir sehr gefallen, dass das möglich war überhaupt. Und ich glaube, die Grundlage ist wirklich die Menschenrechtskonvention, dann in Folge Behindertenrechtskonvention, die eben dieses Recht auf Teilhabe beinhaltet und im Recht und nicht Gnade. Also das muss selbstverständlich sein. Und der Spirit ist sicher das Miteinander, der Spirit ist aber auch wirklich Leistung, also ordentlicher Arbeitseinsatz und das in einem Rahmen, also eine hohe Motivation der Kolleginnen und Kollegen und auch ein Vertrauen im Umgang miteinander. Der Dialog, das Verstehen wollen, also das beginnt mit der UK, mit also unterschiedlichen Unterstützungsmethoden, um Menschen verstehen zu können, die nonverbal kommunizieren, aber auch in der Organisation verstehen wollen, warum etwas ist, wie es ist, oder warum jetzt jemand vielleicht irgendwas gemacht hat, was ich gerade nicht nachvollziehen kann. Aber zuerst mal fragen, bevor sozusagen irgendwelche Urteile oder so, sondern einfach im Dialog bleiben. Respekt, Augenhöhe, Professionalität. Also Habit war immer auch in der Kooperation mit Ausbildungsinstituten sehr weit voran, wenn es um Konzepte geht, um fachliche Konzepte. Eben Leistungsbereitschaft und Professionalität ist sicher groß. Und Offenheit für Neues. Also mal, auch wenn Dinge zunächst ganz anders sind oder eben mit der Kids-WG damals diese sehr kurzfristige Planung, haben wir gesagt, na machen wir. Und natürlich war es auch strategisch eingebettet, war gut, aber einfach das dann umzusetzen und da die Gewissheit zusammen zu haben, dann arbeiten alle vielleicht 120% für einen bestimmten Zeitraum, aber dann schaffen wir es gemeinsam. Und das also auch eine hohe Leistungsbereitschaft. Und was wünschst du Habit für die Zukunft? Bleibt mutig, den Zusammenhalt nach wie vor und dieses scheinbar Unbeschwerte, es wirkt so unbeschwert und es ist so viel Kompetenz und wirklich tolles Know-how und so viel, ja, beste Voraussetzungen, bestes Management, beste Kolleginnen. Also es hat viele Superlative. Und ich hoffe, dass es einfach, wenn der Spirit so bleibt, habe ich gar keine Sorgen. Es sind total nette Menschen. Die Menschen, die wir begleiten, sind so toll. Und ja, und die Menschen, die begleiten, sowieso auch.